Ja, fangen wir einfach mal an. Also, ich denke mal, die meisten von unseren Hörern irgendwie werden wahrscheinlich eher so die verbannten Kinder Evas kennen, anstatt irgendwie Summoning. Aha. Und ja, kannst du einfach vielleicht mal ein bisschen erzählen, irgendwie so, wie so die Geschichte von Summoning so verlaufen ist oder wie ihr euch gefunden habt und gegründet und so weiter? Ja, also Summoning ist so, also ist nicht so als großartige, sozusagen, wir haben einfach nur so ganz ohne großen Gedanken begonnen damit. Also wir haben nie damit gerechnet, dass da irgendwo was Großes rauskommt dabei. Wir haben so ganz schlechte Demos aufgenommen, also wirklich mit billigsten Vierspur-Rekordern und so weiter und waren halt damals noch zu dritt mit einem Schlagzeuger und soll ich sagen, es war halt wirklich nur unüberlegt. Es waren wirklich nur die Riffs teilweise, die halt so sessionweise entstanden sind und auch Mhm. der Gesang einfach drauf los halt alles. Das war damals so unser, das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, weil eigentlich damals die Zeit, wo Summoning entstanden ist, alles so vom Metal-Bereich her so progressiv und perfekt war und durchgeplant und das war halt so richtig so als Gegenbewegung, einfach nur spontan das machen, was man gerade will. Ne? Mhm. Aber so nach und nach hat sich dann eben ein konkreter Stil eben entwickelt. Also wir haben dann eben durch dieses freie Herum-Improvisieren, kann man fast sagen, ist ihm immer mehr drauf gekommen, was wir eigentlich wollen. Ja? Und dadurch, dass wir es mit den Schlagzeuger verstritten haben, weil der sehr auf, wie soll ich sagen, sehr kommerziell gedacht hat. Es ging eigentlich nur um Erfolg und immer mehr kamen dann Tendenzen durch, was man da tun muss, dass Mhm. es ankommt. Dadurch, dass wir ihn rausgeworfen haben, ist es in den Drumcomputer entdeckt haben, dass wir dann auch noch mehr drauf kommen, was wir da eigentlich wirklich wollen. Ne? Dass wir eigentlich weniger so die Session-Rockband sein wollen, sondern mehr so halt, soll ich sagen, so eben so mächtige Sounds eher haben und weniger dieses Spielerische halt haben Ja. wollen, was also immer so, habe immer in Bands gespielt, immer so ein Schlagzeug, ein Gitarrist, ein Bass und das war irgendwie, wir sind auch beide jetzt nicht unbedingt so diese Typen, die so gerne spielen oder proben unbedingt, Ja. ja, sondern es geht uns mehr um das Endprodukt. Das Spielen selber ist halt ein Mittel zum Zweck, ja, und im Drumcomputer dann ist das Ganze, was ich sagen, da hat es wirklich begonnen für uns dann eigentlich. Ja, so quasi so ab der Minas Morgul dann eigentlich, oder? Genau, ja. Mhm. Und ja, und überhaupt diese Art, so dieses im Proberaum, also uns liegt viel mehr vom Keyboard zu sitzen und wann es uns gerade passt, irgendwie einen Rhythmus, eine Melodie zu machen und die dann irgendwie auszuarbeiten, als dieses ewige Proben und so. Und immer Proben heißt ja Nummer eigentlich ständig zu spielen und wieder und wieder und wieder. Ne? Mhm. Und das war halt, ja, ich würde sagen, das war eigentlich der Hauptauslöser. Das Keyboard habe ich schon länger gehabt, aber das Keyboard auch als Drumcomputer einsetzen und so weiter. Also du kannst dir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen, irgendwie noch mit einem echten Schlagzeuger wieder zu arbeiten, oder? Na, ich bin ja selber Schlagzeuger. Irgendwie, soll ich sagen, der Schlagzeuger ist für mich meistens der das Unkreativste von allem macht. Na, was soll ich Ja. sagen? Nein, es gibt schon Bands jetzt, die kreativ Schlagzeug spielen oder was, ne? Ja. Aber im Metal-Bereich eigentlich kaum. So No Means No, also so Punk oder eher Hardcore, eher irgendwelche Bands oder im Darkwave-Bereich teilweise, so Miranda Sexgarden oder eher irgendwelche Bands. Da mag ich schon das Schlagzeug, aber normal ist das Schlagzeug halt immer so diese üblichen Rhythmen halt spielt, ne? Mhm. Ja, das finde ich ja bei euch auch ziemlich genial irgendwie, dass das Schlagzeug ja doch sehr irgendwie so ins Ohr geht. Also ich meine, das ist irgendwie typisch, das kann man nicht zwischen tausenden Kombos erkennen, dass das irgendwie Summoning ist. Ja, mir ist das sehr wichtig und mir ist sehr wichtig, dass irgendwie das Schlagzeug einigermaßen eine Prägnanz hat eben, also dass es am Schlagzeug her schon erkennbar ist. Ja, stimmt auch, ist auch der Fall. Und ich verstehe es einfach nicht bei den ganzen Bands, dass eigentlich die Rhythmen eigentlich im Prinzip, also eigentlich schon seit der Entstehung des Rock'n'Rolls hat sich am Schlagzeug nicht viel getan, würde ich sagen. Mhm. Also die Hi-Hats Becken gehen gerade durch, die Snare betont auf 3 und 4, die Mhm. Basstrommel spielt halt irgendeinen Rhythmus dazu. Mhm. Jetzt waren halt, ja, das ist nicht das einzig Wesentliche, aber das ist halt das, was mich immer gestört hat schon. Ja. Okay, ihr habt ja auch gerade ein neues Album rausgebracht, ne? Stronghold, wenn ich richtig informiert Ja. bin. Und was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass der Sound irgendwie wesentlich besser ist als bei den alten Alben. Mhm. Und habt ihr jetzt irgendwie ein neues Equipment oder sind es immer noch die gleichen Sachen, mit denen ihr arbeitet? Ja, es ist zum ersten Mal, habe ich selber aufgenommen. Mhm. Und das spielt eine sehr große Rolle, weil bisher war es halt so, wir haben nie ein riesen Budget gehabt, wir sind zum Studio gegangen, haben das Ganze in 3 Tagen eigentlich nur aufgenommen und gemischt. Und es ist halt immer so, dass ein Fachmann dort sitzt, der sicher weiß, wie man es mischt, aber der eigentlich nicht weiß, wie ich es haben will. Mhm. Und das ist das Problem, es gibt immer so eine Art vorgefertigtes Schema, wie jetzt halt die Instrumente zu klingen haben, aber die variieren halt ziemlich auch also die weichen ziemlich ab von dem, was wir uns vorstellen. Ich wollte immer so Tomtoms haben, die so richtig so dröhnen eher und Snare, die viel Hall hat, aber im Moment halt zum Beispiel eher üblich, sagen wir im kommerziellen Bereich, dass die Snares möglichst kurz klingen, ne? Und nicht so lange dahin Mhm. klingen. Also nein, und man muss halt immer den Tontechniker erklären, wie man es will, und der versteht es halt nicht wirklich, wie man es will und tut es halt, weil er so denkt, ich hätte es so gerne, aber am besten ist, man tut halt eben selber. Mhm. Und jetzt dadurch, dass die Computer immer billiger und besser werden, also die ganz normalen PCs ersetzen schon ziemlich ein Studio eigentlich, war es zum ersten Mal jetzt auch von der Technik ermöglicht, dass ich wirklich zu Hause in meinem winzig kleinen Keller also im Computer ein Studio habe. Also Mhm. gar nicht mal ein Mischpult, alles im Computer, und also es geht halt. Es schaut nicht aus wie ein Studio, aber es
geht zum ersten Mal jetzt. Mich würde echt mal interessieren, was du genau für einen Synthi benutzt eigentlich. Synthi, ja, früher habe ich benutzt einen Korg 01 WFDE, Mhm. also wo die Sequenz, wo halt alles integriert war, also wo ich keinen Computer brauchte. Gut, es klingt halt schon ziemlich altmodisch, dumpf inzwischen. Und inzwischen habe ich schon, also für Verwandte Genefas habe ich ein Roland, das Modul, JV10, also das JV1080. Mhm. Und jetzt habe ich einen Trinity von Korg, der ist für Summoning, für die Drum Sounds jetzt eher. Mhm. Ja, aber im Wesentlichen natürlich für die Aufnahme ist halt eher das mein Mischpult, ne, das DSP Factory für alle Interessierten. Ja, nee, das interessiert mich schon sehr, weil ich ja selber auch Musik mache und denke auch einige, die zuhören. Ne, DSP Factory, das ist halt das Studio im Mischpult im Computer, das halt 16 Vierband Equalizer pro Spur hat und gleich 2 Effektgeräte, also auf der Soundkarte oben, also nicht jetzt Prozessor mehr, also nicht CPU-mäßig berechnet, sondern, aber ich glaube, das wird schon zu fachspezifisch. Ja, okay, lassen wir das. Ich habe gehört, dass ihr irgendwie so mit der Nightshade Forest vom Sound gar nicht zufrieden seid. Mich hat es weniger gestört, aber den Selenius oder mich, wie ich nennen soll, dem hat das halt gestört, dass die Gitarren halt ein bisschen untergegangen sind. Weil ich selber kann das auch nicht nachvollziehen. Also ich finde das Album wirklich ziemlich genial, was die Songs angeht und auch vom Sound nicht wirklich schlecht irgendwie. Es war ein anderes Studio, weil ich eben, wie soll ich sagen, weil ich hatte mit dem Studio, wo wir Nightshade Forest aufgenommen hatten, mit Verband Genefas meine Erfahrung und auch mit anderen Bands. Und ich war zufrieden vom Studio her. Nur ist es kein Studio, das unbedingt jetzt auf Gitarren spezialisiert ist. Ich war schon zufrieden, aber die Gitarren gehen halt verschwimmen halt ziemlich stark. Und das war halt auch eine Gegenbewegung zu Stronghold, wo jetzt die Gitarren doch wieder ziemlich deutlich sind. Stimmt. Und ja, ich habe mir auch gedacht, das hat jetzt auch keinen Sinn jetzt, ich meine, mich stört es nicht, aber es hat keinen Sinn, wenn man die Gitarren irgendwann mal nicht mehr hört, wenn die Stimmen nicht mehr so, es soll schon was deutlich anderes sein als Verband Genefas. Und es hat keinen Sinn, wenn das jetzt immer mehr vermischt. Was mich jetzt an der modernen Einstellung stört, ist, dass alle Bands sich immer Tendenz haben, alles zu vermischen, jeden Stil. Ne? Also also eine innovative Band heutzutage ist eine, die Funk, Techno, Punk-Sänger und Slappers, alles so auf einmal zusammen mischt. Ne? Und ich bin eher dafür, dass man seinen eigenen konkreten Stil entwickeln sollte, als jetzt zu viel zu mischen. Mein Summoning ist sicher irgendwie eine Art Mischung, aber keine so Mischung von diesen gängigen Stilen. Ja, stimmt. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie eigentlich so eure Arbeitsverteilung aussieht. Also ich meine, wer macht was? Irgendwie schreibt Selenius die Texte und du mehr die Musik, oder? Ja, es ist meistens so, dass es war immer so die Grundmelodie eigentlich, also die ersten Akkorde, die kamen immer von Selenius und ich habe dann entweder Keyboards dazu gespielt, wie früher war, und auf der neuen war es eher so, dass ich halt mehr die Melodien, die ich früher auf der Keyboard gespielt habe, auf der Gitarre halt dazu gespielt habe. Also das Grundkonzept, die ganz absoluten Grundakkorde sind immer von Selenius, also fast immer, ja. Und ich mache dann die Zusatzmelodien, Gitarren und auf jeden Fall mal das Schlagzeug dazu. Ja. Und Gesang macht sich halt jeder der halt jeweils singt. Und übrigens... Ja, das ist auch eine Sache, die ich ganz gerne mal wissen würde, weil irgendwie steht ja auch in der CD drin, dass ihr beide singt. Und wer singt eigentlich genau was? Es ist ein Problem, dass jeder glaubt, dass Selenius singt die ganze Zeit. Ja, genau, das steht doch in allen Interviews irgendwie immer. Das ist die Hälfte. Ich meine, für mich ist der Klangunterschied ziemlich deutlich. Also ich habe mehr so die heisere Richtung, heisere Stimme, und er klingt mehr so der kratzige. Mehr so der Abigor-Style noch irgendwie. Genau, ja. Also dann zum Beispiel Nightshade Forest singt dann wahrscheinlich Selenius, denke ich mal, oder? Auch gemischt. Bei Stronghold kann ich ganz klar sagen, dass die zweite Nummer singt auf jeden Fall ich und die dritte singt der Selenius zum Beispiel. Ja, also ist klar. Ein ziemlich deutlicher Unterschied. Ja, das ist auch ein Unterschied. Nur ich wusste halt nicht, wer jetzt genau was singt von beiden. Ja, klar, das hört man. Das ist schon richtig. Ja, Selenius hat irgendwann mal auf die Frage geantwortet, wann man Summoning hören sollte. Am besten auf einer Bergwanderung mit Walkman, damit das Fernweh so richtig zur Geltung kommt. Ja. Und was glaubst du oder was kannst du dir vorstellen, was die Fans fühlen, wenn sie Summoning hören? Oder was ist das Feeling, was man so kriegen kann? Geschmackssache. Ich meine, ich stelle mir auch eher vor, so ein Gipfel eines Berges mit weiter Landschaft, wo sich auch der Hall irgendwie so ausmacht, aber was anderes fühlen, weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß nur, dass der Selenius gerne tatsächlich halt manchmal gerne so wandert und so und das tatsächlich auch tut, das im Freien mit Walkman hören. Aber ja, ich bin mir der Typ, der gerne mit Kopfhörern hört. Aber was anderes finden, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ja, okay. Ja, noch eine Frage zu dem Herr der Ringe-Konzept. Ich meine, du wirst doch bestimmt in wirklich jedem Interview darauf angesprochen, oder? Ja, ich eben nicht. Selenius wird angesprochen, weil ich gebe es aus der Hand mehr. In den meisten Fällen gebe ich die Interviews aus der Hand eben, weil ich eben nicht kompetent bin bei solchen Fragen. Ich meine, glaubst du, dass es Selenius nervt, immer wieder dann irgendwie diese Fragen beantworten zu müssen? Ja, er hat jetzt
nach dem Rauskommen innerhalb von 2 Wochen oder 80 Interviews geben müssen. Und das wird eben zu viel. Ja klar, nee, das kann ich verstehen. Das ist dann irgendwann auch mal nervt, ist klar. Was spielst du denn eigentlich so für Gitarren? Weil ich finde auch der Gitarrensound ist eigentlich auch recht prägnant und wie kriegst du den hin irgendwie? Also. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, die Gitarren selber, die habe ich mir ausgeborgt von einer Freundin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für eine Art das ist. Nein, ich finde, es geht weniger um die Gitarren, es geht vielmehr ums Produzieren und Mischen und den Verzerrer und so weiter. Und wichtig bei der Gitarre war halt eben, dass sich sehr gut überlegen, welche Frequenz ihm reinpasst. Ich meine, das ist viel entscheidender. Ich glaube, eine Gitarre selber mit einer Verzerrung, das nicht so eine große Rolle spielt, als wenn ich jetzt einen richtigen Hall wähle oder einen leichten Chorus vielleicht rübergebe und so. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Sachen. Mhm. Also einfach die Gitarren eher Effekte drauf geben, die das Ganze breit machen. Also viel Hall, Chorus eben, damit das Ganze so... Ja, das macht es mehr aus als alles andere. Mhm. Ich habe in irgendeiner Plattenkritik habe ich gelesen zu der neuen CD Stronghold, dass der Mensch, der die geschrieben hat, geschrieben, dass die Keyboards wesentlich mehr nach den verbannten Kindern Evas klingen als auf den anderen Alben. Würdest du dem zustimmen? Oder? Verstehe ich eigentlich nicht unbedingt, weil bei Verband Genevas benutze ich immer mein Roland Keyboard, weil es eben noch sehr echt klingt. Und bei Summoning habe ich immer die Korg benutzt, also entweder das alte Korg oder das Trinity jetzt. Und ich verstehe es nicht, weil ich finde, Roland und Korg haben schon einen ziemlich unterschiedlichen Klang, den man ziemlich schlecht integrieren kann. Also ich habe schon teilweise den Roland dazu gemischt, aber dominierend tun eher die Trinity Sounds. Also ich verstehe es nicht unbedingt, dass es mehr danach klingt. Mhm. Ja. Also gerade weil früher auch zum Beispiel auch mehr Pauken waren und so, stelle ich mir vor, dass eigentlich die früheren eher noch Verband Genevas-mäßig geklungen haben als... Ich wollte nämlich mit der neuen eben nicht so sehr nach Verband. Ich wollte ein bisschen eine Trennung eher erzielen, dass die Gitarren zum Beispiel so laut sind und so. Ja. Sind dir denn eigentlich so beide Projekte gleich wichtig oder hast du da irgendwie Prioritäten oder? Ne, es war so, dass mir so nach Minus Morgul oder Zeit lang Summoning ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr so wichtig war. Aber seit Stronghold ist es mir gleich wichtig. Also generell ist natürlich schon Verband Genevas jetzt mein Projekt, da mache halt ich alles aber jetzt seit Stronghold ist es irgendwie wieder genauso wichtig irgendwie. Weil irgendwie, es war mir schon, wie soll ich sagen, es war mir schon teilweise alles zu sehr da einfach vorher, ne? Also zu unoriginell teilweise. Nein, unoriginell. Ich meine einfach, es war halt so, irgendwie hat sich schon die Frage gedrängt, was kommt jetzt auf der nächsten Platte? Ja, aber ich finde persönlich schon, dass die sich doch auch unterscheiden. Ja, nein, schon, ja. Aber zum Beispiel, dass die Gitarren lauter werden, das war für mich ein sehr wichtiger Schritt. Weil das ist halt noch leiser wird und dann einfach nur noch ein Keyboard-Arrangement ist mit halt Rock-Schlagzeug und Stimme, das wäre mir dann schon zu vage gewesen. In der Dol Gul, da steht ja auch drin, dass das, ich weiß nicht genau, Over Old Hills, genau so heißt das Lied, dass das irgendwie von Ice Ages irgendwie ihr euch ausgeliehen habt und das ist ja auch ein Projekt von dir. Ja. Arbeitest du daran eigentlich noch irgendwie? Oder? Ja, ich arbeite schon dran, ja. Es ist schon ziemlich viel fertig davon, aber es ist nicht, ich habe jetzt keinen konkreten Schritt unternommen, in welche Richtung, also wo ich das ausbringen soll. Aber also das Lied ist ja schon veröffentlicht. Klar. Ja. Ich habe irgendwann mal ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast, leider, dass sich Ice Ages sehr schlecht verkauft. Irgendwie so 500 CDs oder so. Ja, so ungefähr. Ja. Ist dir das eigentlich wichtig generell oder ist dir das egal? Naja, sicher freut man sich natürlich, wenn es sich mehr verkauft, aber es ist für mich kein Grund, nicht weiterzumachen. Ja, also ich beginne nicht zu zweifeln an der Musik oder was. Also ich weiß, was ich will und so und ja, ich meine, sicher schöner wäre es schon. Aber ich meine, ich verstehe es schon noch irgendwie. Es ist keine Musik, die so einen geraden, deutlichen Rhythmus hat, den man in jedem Gothic-Fest so durchhört, schon durch die Wand, sondern es ist halt ein bisschen ungerade Rhythmen. Es ist offensichtlich, ich meine, ich empfinde es jetzt nicht so, als wäre das jetzt so eine große Progressivmusik oder was, aber es ist keine Musik, die jetzt so diesen ganz geraden Beat hat und gerade jetzt, wo in dem Elektrobereich alles so in diesen Techno-Richtung geht, so alles total auf gerade und klar, da wahrscheinlich geht das ein bisschen unter natürlich, wenn das mit gespielt werden würde oder und vor allem eine Songstruktur von 7 Minuten, 8 Minuten ist wie bei Summoning ist auch nicht unbedingt jetzt verkaufsfördernd. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ich werde mich danach nicht richten, es wird genauso lang werden und genauso ungerade. Alles klar. Ja, kommen wir mal zu der Frage, die dir wahrscheinlich auch dauernd gestellt wird, und zwar Where Hope and Daylight Die. Singt ja keiner von euch beiden, nehme ich mal an. Ne? Ja, genau. Und wen handelt es sich da? Die Sängerin heißt Tanja Borski und sie wird auf der neuen Verband Genevas auch singen. Scheiße, das war die nächste Frage. Ja. Und ja, das war so eine Idee, weil da war eine Nummer, ich habe nicht gewusst, was ich singen soll und habe mir gedacht, das wäre eigentlich recht
es wäre mal recht gut, wenn eine Frau singen würde. Ich meine, ich weiß, dass es jetzt irgendwie trendig ist, dass man bei Metal eine Frau singt, aber irgendwie, ich wollte so machen, oder ich habe auch ihr die Melodie überlassen, ich wollte einfach nur, dass es eine Metal-Nummer mit Frauenstimme ist, aber dadurch, dass zum Beispiel einfach keine Tiefe jetzt der Metal-Stimme dazu ist, hat für mich einen anderen Effekt als jetzt als eine der zahllosen Gothic-Metal-Bands. Es ist einfach jetzt eine reine Frauennummer und keine tiefen Gitarren, also ich fand es einfach ich fand es mal notwendig für Summoning, warum nicht? Summoning war immer auf Melodie und viel Hall und so, warum soll da keine Frauenstimme dazu singen? Klar, das ist richtig. Ja, es wird oft vorgeworfen, dass es vielleicht ein Trend wäre, aber... Ja, das kann ich irgendwie bei euch nicht ganz nachvollziehen, das glaube ich nicht. Was ich allerdings auch nicht ganz nachvollziehen kann, ist irgendwie, dass wirklich in jeder Plattenkritik, die ich lese, irgendwie bei Stronghold steht dann, ja, der absolute Höhepunkt wird dann mit We Hope in Daylight Die erreicht. Würdest du das auch sagen, oder? Kann man nicht sagen, je nachdem, worauf man Wert legt, kann ich nicht sagen. Ja. Ich denke mal, die Fans, die vom Gothic-Bereich eher kommen oder so, die werden wahrscheinlich eher mit We Hope in Daylight Die seine Freude haben, und die puren Metal-Fans natürlich, die alten Summoning-Fans, ich weiß nicht, die mögen wahrscheinlich eher die anderen Nummern, keine Ahnung. Okay, dann lass uns mal ganz kurz bei den verbannten Kindern Evas bleiben, und das denkst ja auch alles du, ne? Ja, bis auf ja, das ist klar, und ich meine, ich kann das kaum fassen, weil das wirklich unglaublich genial ist. Und wie hattest du eine Gesangsausbildung, oder? Nein, ich habe nur so ein paar Grundkonzepte aufgefasst, halt eben wie Bauchatmung, also ich habe nur so kleine Tipps habe ich ja bekommen, mehr nicht. Ja, es ist dir aber echt wahnsinnig gut gelungen, muss ich einfach mal sagen. Ja, freut mich, danke. Ja. Also gerade bei Come Heavy Sleep, als ich es gehört habe, hatte ich echt die ganze Zeit eine Gänsehaut, und also das passiert bei mir selten. Ja. Ja, okay. Ja, lassen wir mal ganz kurz zu Summoning kommen. Und zwar, ja, normalerweise haben ja die ganzen Journalisten immer irgendwelche Begriffe parat, irgendwie, wie man eure Musik jetzt bezeichnen soll. Und dann meistens irgendwie ist es Black Metal oder Mittelalter Black Metal oder sonst was. Und wie würdest du die Musik mit eigenen Worten beschreiben? Ja, keine Ahnung. Ich meine, das Black Metalige dran sind sicher mal, dass die Gitarren weniger auf die Tiefen produziert sind, sondern mehr so auf schneidende, schrille Gitarren eher. Und dass die Stimmen halt nicht so ganz das Tiefe ist, wo jedes A zum O wird, sondern doch alles eher im Höhenbereich eher sich abspielt. Das ist das, warum wir sehr lange den Namen Black Metal noch behalten haben. Und ja, so gesehen kann man sicher Black Metal Einflüsse sagen, nach wie vor. Und Mittelalter, das Wort Mittelalter wird heutzutage ziemlich missbraucht, oder ich soll sagen ziemlich allgemein gehalten. Also ich habe das Gefühl, Mittelalter wird alles reingeworfen, was älter als 200 Jahre ist. Ich meine, so richtig mittelalterlich sehe ich es auch nicht. Unter Mittelalter stelle ich mir eine Drehleier und eine Schalmei vor und es kommt keines von diesen Instrumenten vor. Ja, also ich meine, wenn man es jetzt korrekt bezeichnen würde, also so relativ fachlich, würde ich sagen, ist eine spätromantische Musik um die Jahrhundertwende Richtung Gustav Mahler oder was. Aber weil allein wegen diesem Orchester und diesen mächtigen Sounds. Also, aber das ist natürlich jetzt, wenn man das Wort Romantik sagt, das ist natürlich auch schnell missverstanden unter Romantik Kuschelrock oder so in der Richtung. Deswegen benutze ich das Wort Romantik jetzt nicht, aber ich meine so, der Geist der Musik entspricht sehr der Jahrhundertwende, wo es alles so mächtig pathetisch war und teilweise auch düster. Also mittelalterlich sicher irgendwie, aber von Instrumenten auf keinen Fall. Also ich finde, also irgendwie wie es auf mich wirkt, ist es ja stellenweise doch auch ziemlich verträumt irgendwie. Und gerade weil die Lieder ja auch ziemlich lange dauern, irgendwie kann man dann irgendwann einfach nur total abschweifen. Ja, eine etwas persönlichere Frage irgendwie, was bedeuten dir denn so Tagträume? Tagträume? Oder würdest du dich überhaupt so als irgendwie verträumten Menschen bezeichnen, oder stehst du mit beiden Beinen in der Realität? Verträumt? Ich weiß nicht, ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Ich meine, ich glaube, statt zu träumen mache ich halt Musik oder so. Ich meine, ja, konzentriert bin ich nicht immer. Also, ja, ich schweife schon mit den Gedanken ab, aber verträumt, ich kann mit dem Wort, ich habe über das Wort nicht viel nachgedacht. Aber ich meine, gibt es denn irgendwie so eine Zeit, in der du lieber gelebt hättest oder lieber leben würdest? Na, ich sage immer wieder, das ist alles nur so eine romantische Vorstellung vom Mittelalter. Ich meine, schön wäre es, im Mittelalter, wenn ich jetzt zum Beispiel gelebt hätte und ich wäre kein Adliger gewesen, hätte ich keine Musik machen können. Stimmt wohl, ja. Ich meine, das klingt vielleicht unromantisch, aber ich meine so mit den Mitteln, also ich arbeite mit Synthesizern, ich arbeite mit Computer, ich bin kein Adliger und was weiß ich was. Ich meine, das ist die einzige Zeit, in der ich hätte Musik machen können. Ja. Und das Ganze, was da so schön klingen mag, ich meine, wenn es wirklich gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so schön. Im Mittelalter war Pest, Schmutz und Dreck, also so 100%ig würde ich das jetzt nicht sagen. Alles klar. Okay, Themawechsel. Hast du Internet eigentlich? Ja, sonst könntest du mir keine Mail schreiben. Ja, stimmt, scheiße, okay, ja, richtig. Kennst du denn die Summoning Lyrics Project Page? Summoning Lyrics Project?
Es gibt so eine Seite irgendwie, da befassen sich alle Fans damit irgendwie die Texte irgendwie zusammen zu klamüsern na, ist mir gar nicht mal aufgefallen, nein. und zwar gibt es dort auch irgendwie so eine Liste der 3 beliebtesten Summoning-Songs, die Leute da gewählt haben. Ist aber nicht von der russischen, sibirischen Seite, irgendeine Nebenseite. Doch. Ach so, die ist das. Ah, nein, ich wusste nicht, dass es so heißt. Ja, ich kenne schon die sibirische Ja, genau, Homepage. die ist das. Und da steht halt an erster Stelle irgendwie Elfstone. Und kannst du dir vorstellen, warum? Warum gerade Elfstone? Ich meine, Nein, kannst du dir nicht vorstellen. Nein, ich habe mir nicht großen Kopf zerbrochen drüber oder so, na. Ja, also ich finde das halt auch irgendwie so erstaunlich, weil irgendwie auch meine ganzen Freunde echt, auch wenn sie diese Musik eigentlich nicht mögen, Elfstone fanden irgendwie dann doch alle geil. Und das Lied muss dann irgendwie was Besonderes haben. Ich weiß es auch nicht. Okay. Was ist denn deiner Meinung nach so der epischste Song von Summoning? Kann ich es schlecht sagen. Ich meine, so von den alten Liedern würde ich sagen, Marching Homewards ist sicherlich eine sehr, sehr prägnante Nummer. Die Marching Homeward war sicher eine Nummer, die wir immer wieder erwähnt haben, also die ich immer wieder erwähne als so ein typischer Summoning-Song. So eine deutliche Melodie, Pauken und so weiter. Auf der neuen Platte, das ist auch Geschmackssache. Also ich weiß nicht, also für mich ist Long Lost on Where a Pathway Goes ist schon sehr epische Sache, finde ich, aber es ist wiederum sehr viel Geschmackssache dabei. Selene sind wieder mal andere Nummern lieber, ich weiß auch nicht welche, also ich glaube also was ich irgendwie gehört habe, das Distant Flame Before the Sun fand er selber irgendwie am besten von den neuen. Aha, ja, kann sein, ja, ich weiß es auch nicht, aber es ändert sich auch ziemlich, wenn man sich, je nach Stimmung findet man nur das, macht man das besser. Gibt es denn irgendwelche Bands oder Künstler, die dich beeinflusst haben? Ja, ich würde sagen, indirekt beeinflusst einem alles. Also ich bin sicher, wenn ich jetzt nicht früher, ich meine, ich habe mit Metal natürlich angefangen, so wie es halt jeder getan hat im Black Metal Bereich oder fast jeder. Ich sage, alles hat mich irgendwie beeinflusst. Also jetzt auch vom Dark Wave Bereich zum Beispiel habe mich sicher jetzt so Bands wie Store oder Love's Golden Death und solche Sachen irgendwie beeinflusst. Auch die alten, sicher das alte Super Eternos, die alten haben mich auch irgendwie, ich meine, aber das ist alles schon ein bisschen später gewesen. Also in dem typischen Bereich waren das wahrscheinlich die Bands, aber von früheren kann ich es nicht sagen. Wahrscheinlich ein stinknormaler Metal hat es auch irgendwie beeinflusst auf eine gewisse Weise. Metallica. Ja, nee, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich meine, alles, was man irgendwie hört, alles, was man hört und irgendwann mal für ein Neues und man gewöhnt sich dran, beeinflusst irgendwie die Art der Harmonien, die man vielleicht wählt oder mag und so weiter. Was glaubst du denn, was ein Künstler für Eigenschaften mitbringen muss? Wie soll ich das sagen? Das ist jetzt eine gar offene Frage, wie Eigenschaften, damit er kommt. Ja, ich meine, ein Künstler soll schon überzeugt sein von dem, was er... Nein, überzeugt nicht. Ich meine, der soll schon nicht abweichen von seinem Weg, wenn es mal nicht richtig geht. Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil es gibt öfter Tage, Monate, kann man fast sagen, wo einem einfach nichts einfällt, wo man das Gefühl hat, dass alles, was man gemacht hat, irgendwie schlecht ist und es wird nie wieder weitergehen. Also nach jeder Verband Genevas-Platte war es so, dass ich mindestens ein halbes Jahr geglaubt habe, es wird nie wieder eine Platte rauskommen, weil es mir einfach nichts mehr einfallen wird. Und da muss man einfach sich denken, sagen, ich möchte es einfach machen, egal ob ich glaube, dass es nicht weitergeht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, so Ideen kann man bald haben, aber dass man da nicht sofort aufgibt. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Sonst kann ein Musiker total aus unterschiedlichen Gründen Musik machen und das völlig unterschiedlich angehen. Also ich zum Beispiel lege schon Wert darauf, dass ich auch nachdenke über die Musik. Also ich stelle mir ganz gerne Konzepte, wie ich eine Musik mache. Wenn ich eine Melodie gemacht habe, versuche ich mir zu erklären, warum sie gut geworden ist und das irgendwie dann als Erfahrung zu verwerten für spätere Nummern. Ja, aber zum Beispiel Silenius, der lehnt das total ab, über eine Melodie nachzudenken. Dem geht es komplett um den Instinkt. Und das ist was völlig Verschiedenes. Also ich kann nicht einen Ton spielen, ohne jetzt zu wissen, welche Rolle im Tonleitersystem spielt zum Beispiel. Also quasi, dann ist die Theorie dann doch sehr wichtig auch. Ja schon, aber nicht jetzt eine Theorie büffeln und sie dann anwenden, sondern selber das irgendwie bilden. Ja. Und es ist ja, wenn ich mal was höre über Harmonielehre, Kontrapunkt und was weiß ich was, ich finde es immer sehr interessant, dass zum Beispiel, der Bach genau dasselbe drauf gekommen ist, auf was ich auch drauf gekommen bin. Ich finde es einfach viel interessanter, als wenn ich das jetzt gelesen hätte im Buch und dann angewandt hätte. Verstehe. Ja, oder wie eine Melodie so sich nicht parallel, also so konträr zur anderen laufen soll. Ja. Und immer wieder lese ich Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, das weiß ich eh. Ja. Aber natürlich bin ich erst in Jahren drauf gekommen. Ja, noch eine Frage, und zwar wieso müssen wir eigentlich immer auf Live-Auftritte von Summoning verzichten? Heul, Schluchz. Ja, erstens,
Naja, erstens mal ist es nicht so wirkungsvoll, wenn eine Band ohne Schlagzeug auftritt, denke ich schon. Und ein Schlagzeuger jetzt ein Live-Schlagzeug ist ja auch komisch irgendwie plötzlich, alles mit Hi-Hats und Crashbecken und so weiter. Und ja, wir haben es ja nie geübt oder was. Also es ist so, er spielt es einmal ein und ich nehme es auf und es wird aufgenommen, abgemischt und nie wieder. Also vielleicht jede Nummer ist nur 2-3 Mal gespielt worden. Es ist nicht so wie eine Band, die jetzt 3-mal pro Woche übt und jeden Tag mal damit beginnt, dass sie ihre bekannten 5 Nummern zuerst mal spielt und dann eine neue Nummer macht, sondern alle und irgendeine Nummer vor 4 Jahren, ich wüsste überhaupt nicht mehr, wie ich das spielen sollte. Ja. Das ist ganz anders bei uns als wie bei anderen Bands, bei richtigen Bands. Ne? Hast du mal mit Verwandten Kindern Evas irgendeinen Auftritt gehabt? Ja, habe ich schon. War sogar ein Tour in Deutschland, aber das ist natürlich auch schwierig, weil es eben jetzt wirklich nur Keyboard ist und 2 Stimmen. Und ja, ich mach schon, aber es ist auch keine wirkliche Live-Musik. Ja, also ich hätte mir zum Beispiel schon vorstellen können, irgendwie in Leipzig auf dem Wave Gothic Treffen. Ja, da waren wir mal, aber das war nicht beim vorletzten Mal. Schade, da war ich nicht da. Bei Moritz Bastei. Ja, da war ich dieses Jahr. Das war auch eines der besten Sachen, weil es nämlich so, das Schlimme ist halt so, wenn man meistens, also über Summoning werden doch immer wieder Metal-Veranstaltungen aufmerksam und meistens landet man da in irgendeiner Metal-Kneipe, so richtige, so mit so Bierflaschen am Boden und meistens passt nie so von der Stimmung her. Zum Beispiel das Moritz Bastei in Leipzig, das war sehr passend, fand ich zum Beispiel. Das war ein schöner Kellergewölbe, so stellen wir es vor, aber nicht in irgendeinem Harley-Davidson-Club oder was. Ja, nee, das ist schon schnuckelig da auf jeden Fall. Ja, aber es ist oft genug, also wir waren auch in Leipzig im Hellraiser zum Beispiel, so reines so Harley-Davidson-Club irgendwie. Also ich meine, also teilweise gibt es manchmal wirklich komplett konträre Stimmung, also und das ist das Problem. Oder schön was in Jena, das ist geheißen, Casablanca oder irgendwas, keine Ahnung. Also es gibt immer wieder schöne Orte, aber meistens sind es halt ganz normale Saufweiseln. Ja, dieses Jahr waren ja auch Weltenbrand halt auch da. Du hast ja auch auf einer CD von denen mitgesungen, ne? Ja. Und wie kam es dazu? Ja, es war so, dass Oliver, der Chef von Weltenbrand, war immer schon ein Fan von Verband Evas und wir haben einen gemeinsamen Regisseur gehabt, wir beide ein Selbstvideo gedreht und dadurch habe ich erfahren, dass er uns eben sehr, sehr schätzt. Ich habe die Musik damals noch nicht gekannt von Weltenbrand und er hat mich ihm eingeladen und so für einen Auftritt in Liechtenstein und auf diese Weise bin ich mit ihm in Kontakt geraten und er wollte, dass ich singe und ich habe gesagt, ja, tue ich halt. Ne? Und dasselbe Studio haben wir dann auch genutzt und so. Das war auch das Studio, wo Nightshade Forest aufgenommen wurde. Habt ihr eigentlich irgendwann mal mit Summoning ein Video gedreht? Es war mal die Rede davon, irgendjemand in England hätte es drehen sollen, aber irgendwie, glaube ich, war das ein bisschen Betrug, der das Geld sich genommen und ist dann, glaube ich, hat dann erzählt, dass ein Studio abgebrannt wäre. Also irgend so eine seltsame Sache war das auf jeden Fall. Es hätte ein Video werden sollen, wo wir nicht drauf sind, so reines so Stimmungsvideo. Weil es auch irgendwie komisch wird, das Summoning, wenn man jetzt mit Gitarren in der Hand irgendwie... Nee, das würde nicht passen. Ja, eben, wir haben mehr gedacht, irgendeine Burg oder... Ja, das kann ich mir... ich meine, irgendwie gibt es dabei Stronghold irgendwelche Absichten, da was zu drehen? Das planen wir nicht. Falls jemand kommen sollte und sagen würde, er würde gerne ein Video machen, ja okay, aber ich meine, ist nicht so, dass wir jetzt da groß Ausschau halten nach einem Regisseur, der das vielleicht machen würde für uns. Wenn es jemand will, dann ja, gerne, aber wir denken über solche Sachen eigentlich nicht so nach. Im Moment bin ich gerade total beschäftigt mit der neuen Verband Evas, die jetzt dann demnächst rauskommen müsste. Und da denke ich jetzt wirklich nach, wer jetzt ein Video machen könnte für Summoning. Was ist schon der Titel von der neuen CD? Ja, In Darkness Let Me Dwell. Und also kann man damit rechnen, dass sie vielleicht noch im September zu kriegen ist, oder? Also auf jeden Fall ist sie fast fertig und sollte jetzt eigentlich nächste Woche dann das fertige Master-CD werde ich dann brennen und müsste dann, ich weiß nicht, wie lange es von Adam her dauert, aber Ende September, keine Ahnung, wie lange es sich noch verzögert. Fertig wäre es in einer Woche von mir aus. Alles klar. Ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Von meiner Seite aus noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendeine Frage, die dir noch nie gestellt wurde und die du schon immer irgendwie mal gestellt werden wolltest? Ich bin zwar noch nie gefragt worden, was für Soundkarte ich benutze. Aber die hast du mir schon gestellt. Ja, schade. Das ist die einzige Frage. Hallo, ich bin Protector. Ihr hört jetzt Kabel noch dem. Das war's eigentlich von mir, soweit. Oh, ja, gut. Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du Zeit genommen hast dafür. Ja, kein Problem, ja. Und ciao. Gut. Okay, gut. Servus.